der andere Junge wieder gegangen ist. Ne? Also ich rechne hier mit allen. Was kriegen wir denn jetzt? Goldamulett. Was macht das denn? Oh mein Gott. Oh my fucking Gott. Ja, nee. Wow. Wo ist die Lizenz für dieses Monster? Oh, hey da. Das war leicht. Wer kann sich die noch holen? Age mal wieder nicht. Age kann sich nichts holen. Doch. Age kann sie sich holen. Gerade so. Oh ne, sogar mit 9 Puppe. Gut. Hopp, so. Ja, aber wir muss halt noch ein bisschen warten. Wow, sag ich nur. Ich weiß nicht, ob ich weiß gar nicht, ob mehrere Charaktere das aus. Da heißt es nach dem Kampf verteilten Lizenzpunkte. Zählt das jetzt für alle Charaktere oder nur für sie? Bin ich mal gespannt. Es klingt irgendwie, als würde es für alle Charaktere gelten. Das heißt, würde ich irgendwie 3 Goldamulette kriegen, würde ich 6-fache Lizenzpunkte kriegen. Das wäre etwas krass. Wir sprechen den hier noch an und dann gehen wir. Wow. Nee, einfach nur wow. Das ist mal ein richtig geiles Accessoire. Ich meine, hallo? Doppelte Lizenzpunkte? 4 Lizenzpunkte für einen Werwolf. Muss ich nur sagen. Heieiei. Darauf komme ich so schnell nicht klar. Wenn ich das in der Mine gehabt hätte. Alter Falter. Wo ist der Speicherpunkt? Ich habe vergessen, wo der Speicherpunkt ist über den Hype. Ah, da. Da in die Richtung geht's. Ja, selbst wenn es nur für einen Charakter ist. Dann trägt es halt jeder mal ein Weilchen oder so. Da kann ich auch mitleben. Ist und bleibt eine geile Seite. Und dass ich die Lizenz mehreren beigebracht habe, obwohl ich glaube, dass es für die ganze Gruppe gilt, liegt einfach daran, dass es vielleicht einfach mal Bedingungen gibt, dass zum Beispiel Fran, also Age und Fran haben wir jetzt gerade gesagt. Age möchte vielleicht aber häufig doch trotzdem die Rosencorsage tragen. Vielleicht muss aber auch, finde ich aber auch meine Kampfzauber nicht so wichtig sind. Age hauptsächlich heilt und der Kampf keinen Silence benutzt. Das heißt, Age, vielleicht will ich halt mal Fran vor irgendwas schützen, wovor Age sich nicht schützen muss. Und dann kann sie das Goldamulett stattdessen nehmen. Denn natürlich ist auch für Mobjagden sowas extrem toll. Also es ist immer toll. Es sind Lizenzpunkte. Verdammte Kacke. Man braucht, ich glaube, 13.000 Lizenzpunkte, um das gesamte Brett durchzulernen. Jetzt muss ich nur noch 6.500 davon farmen. Ich habe ja schon ein paar. Wie viele hat Penelo? 2600. Bisschen was hat sie investiert. Kleines bisschen. Also sagen wir mal, ja, man kann es ignorieren. Jeder startet ja mit ein paar Lizenzen. Also 2600. 2600 Punkte habe ich schon von den 13.000. Boah, dann muss ich jetzt also noch 5500 weitere sammeln. Fertig. Dann hat jeder alles gelernt. Und jetzt gehen wir zum Häuptling. This nethicite. You have used it. It was not I who used it. Indeed, I had hoped you could show me how. Thus I've come. You do not know the workings of the stone. Then we are no different. What? In ages past, the gods made a gift of nethicite to my people. But the manner of its use eluded us. Displeased by our failure, the gods took back their stones.
They chose instead to give them to a Yum king. Called the Dynast King, he used the Nethicite's power to bring peace to a troubled time. It is a curious thing. Though the blood of King Wraithwolf flow through your veins, you cannot wield Nethicite. Cannot wield it? So then, am I to understand you can't tell me how to use the stone? Though it shame me so to admit, here before me stands a descendant of the Dynast King himself, and I can accord her no help at all. Still, even if you knew how to use the Nethicite, you would find it of small avail. The mist collected in the stone over ages past is lost, and with it, the stone's power. It will be your posterity who wield the stone in ages yet to come. This stone is devoid of power, empty, yet full of thirst, a terrible longing to drink the world dry. The power of men and of magic, of good and of evil. It is often those who desire Nethicite whom the Nethicite itself desires. Larsa? To Baromi says. I say we ought leave tomorrow. I was going to wait for my escort to return, but meeting you here has presented a great opportunity. This terrible war can be stopped, but I will need your help to do so. A war? You know the Marquis Ondor leads a group of insurgents. Your pardon. He leads a large resistance force against the Empire. Lady Ash, neither of our countries can afford this now. The Rosarian Empire would stir. They would aid the resistance and use this aid as a pretext to declare war on Arcadia, and Arcadia would have no choice but to answer. Lady Ash, let us go to Ber Omases. With the blessing of His Grace, the Grand Kiltius Anastasis, you may rightly wear your crown and declare the restoration of the Kingdom of Dalmasca. As Queen, you can call for peace between the Empire and Dalmasca and stop Marquis Ondor. For peace? How dare you say that? The Empire attacked us, stole all we hold dear, and you would have me save them from war? Dalmasca would be the battlefield. What if Nethicite were used on Rabanasta? You know my brother would do this. Forgive me. I presumed overmuch. I could think of no other way to avoid bloodshed. If you cannot trust me, then please, take me as your hostage. Rustler. You saw him, didn't you? Like at the King's tomb. So you did see him too. But why? It's strange. Before, I didn't even know what you looked like. And the prince? I barely knew there was a prince. Who knows? Maybe the person I saw was my brother. Bosch told me about him. He enlisted right at the end. But for what? He knew he couldn't win. To protect something. How can he protect anything when he's dead? Was it different for Prince Rastler? Did that make sense? Hating the Empire, getting revenge, it's all I ever thought about. But I never did anything about it.
I mean, I realized there was nothing I could do. It made me feel hollow, alone. And then I'd miss my brother. I'd say stuff like, I'm gonna be a sky pirate, or some other stupid thing. Just anything to keep my mind off it. I was running away. I needed to get away from his death. That's why I followed you. You know what? I'm through with it. I'm through running. I'm ready to find my purpose. To find some real answers. Some reasons. If I stick with you, I think I will. I wish I knew. I'll find them. I will accompany you to Mount Baromises. I had hoped you'd say yes. I'm glad. My heart is not set. I still have questions. I hope to find answers along the way. I had other reason to invite you. There is someone I'd like you to meet, waiting on Baromises. Who is that? An enemy, and an ally also. You will just have to wait and see for yourself. That Larsa likes his secrets. He does not mean ill by it. He's not bad. At least for an Imperial. Arme Penelo. Holy Mount Baromises stands at the northern end of the Jagd Remuda. Once we're in Jagd, we need not fear pursuit by their airships. Don't get your hopes up. You remember the Leviathan sailed straight over the Jagd right up to Wraithel's tomb. Skystone that works even in Jagd. You know, Nethersight's behind it. Little wonder they're so keen on the stuff. And what is it you're after, Balthier? You're a welcome hand and a great aid, but why? Worried I'm out to steal the Nethersight, eh? Can't say I'm unaccustomed to people doubting my intentions. Nothing could be further from my mind. Shall I swear by your sword or some such? Apologies, but I needed to know where you stand. Her Majesty depends on you, and you seem to have an interest in the stone. I'm only here to see how the story unfolds. Any self-respecting leading man would do the same. Ja, wir haben unseren Potionschmeißer wieder dabei. So. Oh, geht noch weiter. Abschiedsgeschenk. Yay. Oh, gratis Schokobo. Okay, von mir aus. Das mit der Armbrust finde ich jetzt, ich weiß nicht. Yay, Fragezeichen. So, schauen wir uns mal kurz Laser an. 39 Angriff. Okay. Abwehr ist ein bisschen lausig. Bisschen lausig. Bisschen sehr lausig. HP sind total lausig. Oh, auf den werden wir aufpassen. Der wird uns verrecken. Hin und wieder. Naja, ist halt Pech. So, ja. Baromises. Wir haben von diesem Ort noch nie so richtig gehört und wir haben keine Ahnung, wo er liegt. Also am nördlichen Ende von irgendeiner Jagd.
Das heißt, wir dürfen mal wieder durch einen für uns nicht durchfliegbaren Bereich laufen. Toll. Das hilft uns so nicht. Netterweise, oder? Netterweise. Da irgendwo. Das heißt, hier durch den Gorma-Dschungel sind wir schon richtig. Ah, ernsthaft? Ah, wir haben da unten immer sogar so eine kleine Regionsmarkierung, sehe ich jetzt erst. Ja, Gänse, bla bla bla. Alaska, blablabla. Ich bin sicher, dass wir irgendwann noch nördlich von Albina weitergehen. Also, ich weiß es, weil da gab es einen Nordausgang. Ich habe ihn zwar noch nie genommen, obwohl ich was ich eigentlich mal tun sollte, wenn ich das nächste Mal da bin. Jacques und dann Ramuda. Das sind also zwei Jagdgebieten, die quasi so jeweils an der Küste ungefähr enden, anscheinend. So. Gut. Das heißt wohl zurück in die Ebene und... Ach nee, halt. Verleiherin. Alles klar. Gut, nutzen wir das mal. Wir werden im Dschungel noch genug Spaß haben. Denke ich. Wenn ich mich richtig entsinne, war der Dschungel nämlich ein ziemlich verworrenes Gebiet, das zu erforschen eine Weile dauern wird und uns hoffentlich auch entsprechende Belohnungen trägt. So. Ich will einmal dort in die Schlucht durchgucken. Chocobos sind bekanntlich nicht nur gute... Warte mal, kann ich jetzt kontrollieren, wer auf dem Ding sitzt? Guck mal, Chocobos können... Nein. Bleib ruhig drauf. Gut, okay. Wir können nicht mittendrin ändern, wer reitet. War nur mal ein Gedanke, dass wir uns die verschiedenen Reitposen angucken können. Das hier wirkt ein bisschen verklemmt, wenn ich ehrlich bin. Aber vielleicht sieht es auch nur für mich so aus. Keine Ahnung. Jedenfalls. Ja. Wir schauen uns das hier kurz an, denn Chocobos sind bekanntlich nicht nur gute Läufer, sondern, zumindest in manchen Parts, auch auch sehr sprungkräftig. Und vielleicht können wir damit darüber fliegen. Also, springen. Wäre cool. Sag ich mal. Und ich denke, wir haben genug Zeit, um uns diesen kleinen Abstecher zu gönnen. Vorausgesetzt, wir verlaufen jetzt nicht. Weshalb ich auch so auf die Karte checke. So, dann rechts weiter. Gut, okay. Das kleine Raststückchen kann ich mir bemerken. Guck mal, ich bin unter die Vögel gegangen. Ich muss ja irgendwie zugeben, es heißt ja immer, ja, kein Monster wäre dumm genug, sich einem reitenden Chocobo, einem laufenden Chocobo in den Weg zu stellen, der trampelt oder tritt ihn einfach um. Ganz ehrlich, bei dieser Größe der Monster hier, ich weiß nicht, ich bin da nicht überzeugt. Sprungdialog irgendwie, irgendwas? Nee. Boah, voll die leuchtenden Augen. Mit Chocobo. Nope, hier gibt's nichts. Gut, dann gehen wir. Muss man also wirklich einen anderen Weg finden? Oh, der Chocobo ist schon um. Schade, aber nichts ändern. Ich weiß gar nicht, ich glaube, den Chocobo können wir auch nicht in den Dschungel mitnehmen, würde ich mal schätzen. Ja, gebt euch mal Wallum, alle. Warte mal, ist es richtig, wenn ich hier lang gehe? Ja, natürlich ist das richtig. Miau. Hui. Ach ja. Chocobo-Reiten ist schon angenehmer. Einfach, es ist halt wirklich eine schnelle Transportmöglichkeit. Es ist halt nur nicht sehr EP-Yielding. Also es gibt einem halt nicht viele EP. So. I guess this one was a success. Wow, I'm impressed, Vaughn. I got a good feeling. An alliance between Dalmasca and the Empire.
Reason tells me 'tis the only course. We must avoid a wasting war with the Empire at all cost. Yet I fear I could not bear the shame, had I but the strength. A shame perhaps for me and for you. But for Dalmasca it is hope. And you can just accept this, can you? After Vane's ruse, I had abandoned hope for honor. Yet never did I forget my knightly vows. If I could protect but one person from war's horror, then I would bear any shame. I would bear it proudly. I could not defend my home. What is shame to me? My people hate the Empire. They will not accept this. There is hope. Right? Don't encourage Hope for a them. future where we can Not join that bad, hands am I? I as got a brothers. good feeling. Larson, please. This is serious. I'm sorry. Don't be Larsa. Somebody's got to put him in his place. The Senate may play at intrigue, but Lord Vane is not one to be brought down easily. The entire military waits upon his orders, from the War Council down to the rank and file. What better blade than he to strike down the enemies of the Empire? Your Honor reminds me of Zect 2 years since. He, too, put his trust in Lord Vane's strength, and what became of him? Gone without a trace since Nabudis. I will not hear you malign Judge Zect. He was a noble warrior. Or do you think his trust in Lord Vane ill-placed? Vane took 2 of his own brothers' lives. He is ruthless beyond contempt. Ruthless, you say? Would he were more so. He gives traitors no quarter, be they of his own blood. How fitting for one who would bear the burden of empire. But could we bear him? Zargabath, what of you? Surely you do not believe his brothers were traitors? So found His Excellency Lord Gramis, you would do well to mind your tongue, Drace. That matter is long past. Your Honors, a summons. Lord Vane has arrived at the palace. We come at once. Lord Larsa has left for Baromises. He hopes to enlist the aid of the Grand Kiltius in stopping the insurgents. I doubt this will be enough to deter Ondor, but even a slight hindrance to his operations would be welcome. This will delay the Rosarian invasion, and we will have bought much-needed time to shore up our defenses. Just as His Excellency had hoped. No matter the result, I'm pleased with the young lord's progress. I can already see the stunned faces of those mud-witted senators. The fools think a child emperor's strings easy to pull from the shadows. But they will find that Lord Larsa is no puppet. Yes, the senators would be most pleased with a puppet for an emperor. Recall, Drace, how the Senate fears and despises Lord Vane's ability. When they realize the truth, that Lord Larsa is no docile lamb to be shepherded, they will bare their teeth and devour him. You're right. I shall speak on this matter with His Excellency at once. Gabranth, it falls to us to protect Lord Larsa. Are we agreed? Aye. Ach, geht doch noch weiter. Herzlichen Dank. Ah, wir können sogar in den Dschungel reinreiten. Das finde ich cool. Machen wir das mal.
können uns dort ein bisschen umsehen, bevor wir uns in die Mobs reinstürzen. Von denen werden wir bestimmt noch genug sehen. So. In the jungle, the Jubes. Ich wollte das Menü aufmachen, um die Viecher mal anzusehen, aber nee. Dann halt nicht. Ah! Seitengang! Oh Gott, das wird schrecklich. Okay, hier müssen wir absteigen, denn hier gibt's eine Urne. Und die verpasse ich nicht. Um nichts in der Welt. Selbst wenn es nur die Karte des Gebiets ist, will ich Teeurnen haben. Oh Gott. Windanfällige Morbolds, wo hat es sowas schon gegeben? Morbolds sind feueranfällig. Immer. Dann denke ich aber, wir werden schon bald sehen, warum ich für den Kaiser Morbolds erst recht Respekt hatte. Um nicht zu sagen, in meinem Zustand, tschüss, bis sonst wohin. Karte des Gormatons. Herzlichen Dank. Ja. Gut. Das da ist, wo der Weg nach Boromir ist. Das heißt, ich will diesen dazu... Ast zum Henker. Ah! Karte sei lieb. Ich will diesen da zuerst machen. Oh Gott. Schaut euch das Gebiet an. Das ist widerlich. Wir werden viel Spaß haben. Schauen wir mal, was sie an Erfahrung so geben. Ich finde die Weise, wie sie rumlaufen, ziemlich gut. 260. Das ist nicht viel. Dann haben sie vermutlich noch kein so schlimmes Sortiment. Noch keinen so starken Modgeruch. Mitgeollen. 9000 AP, was zur Hölle. Anfällig gegen Blitz. Gut, da kann ich Abhilfe schaffen. Stock. Was? Die haben unterschiedliche Werte? Tatsächlich, der Eisstock hat eine Magie mehr. Okay, das ist witzig. Aber für mich nicht relevant. Denn, so wie ich das sehe, also soweit ich habe das mal getestet. Soweit ich mich erinnere, stärken die Stäbe die Zauber des entsprechenden Elements. Und dementsprechend hat das Ding zwar ein Magie weniger. Oh Gott. Wogegen sind die Panther anfällig? Eis. Ich habe kein Eis. Ja gut, dann machen wir den halt so kalt. Ja. Jetzt können wir es per Hand machen. Der ist ja schon so gut wie tot. Da ist auf jeden Fall nicht zusammen durch die Gegend schneiden. Ui, die Panther machen Schaden. Relativ viel. Und sie sehen seltsam aus, sie haben komische Gesichter. Aber ne, sie halten wenigstens nicht viel aus und geben ordentlich Erfahrung. Also, wow. Ich hätte jetzt halt super gern Eisra, weil das könnte mit solchen Horden problemlos aufräumen. Gradzauber sind nämlich alle Flächenzauber. Dann hätte ich da einmal Eisra reingesetzt und die Sache wäre gegessen gewesen. Aber das ist uns leider nicht vergönnt. Wir haben ja gründlich gesucht, wo man immer Zauber zu kaufen, aber es gab noch keine Ras. Ra, ra. Damit müssen wir dann halt leben. Na. Ich werde warten, bis wir unten an dem ersten Eingang sind. Mit den Monster-Einträgen. Es macht eigentlich mehr Sinn, sie am Ende anzusehen und sich dann die Hauptseite und die zusätzliche Seite gemeinsam anzugucken. Das ist irgendwie sinnvoller. Gut. Gut. Yo! The fuck is that? Der Fuchs seid ihr? Wasseranfällig. Hat sie noch die... Ja, hat sie. Autsch! Das hat wehgetan. Oh, die machen Schaden. Holy moly. Halten nicht viel aus, aber tun weh. Ich sollte mir meine Heilungsgambits umstellen. Fran halt zu viel und Ace halt zu wenig. Fran halt nur noch ab 40 mit Vitra. Kleinere Zauber lohnen sich, größere Zauber lohnen sich bei ihr nicht mehr. Die Zeile machen wir weg erstmal. Gefährte 60.
Den Fehler mache ich immer wieder. Vita, so.